Ende der 70er Jahre begann ein Serienmörder in New York, Menschen am Times Square zu verfolgen. Seine Opfer waren vor allem schutzlose Frauen, die er meist in Hotels fand. Die gefundenen Leichen schockierten die Polizei aufgrund der unmenschlichen Taten, denen sie ausgesetzt waren. Von 1967 bis 1980 trieb der Verbrecher in New York und New Jersey sein Unwesen. Die Behörden brachten diese Fälle nicht miteinander in Verbindung, da die Vorgehensweise des Mannes völlig unterschiedlich war. Im Laufe der Jahre perfektionierte er seine Vorgehensweise, sodass es nur sehr wenige Spuren am Tatort gab. Ein einziger Fehler kostete ihn jedoch die Festnahme. Es war überraschend zu erfahren, dass er ein ganz normaler Mensch war, ein angesehener, verheirateter Mann mit 3 Kindern. Aber tief in seinem Inneren war er ein Psychopath, der das Bedürfnis hatte, seine Opfer zu dominieren. Am 18. Mai 1980 floh die 18-jährige Leslie Ann Odell von zu Hause und kam nach New York. Sie war von der Möglichkeit angezogen, schnell Geld zu verdienen, indem sie ihren Körper verkaufte. Da die junge Frau keine Ersparnisse hatte, wandte sie sich sofort nach ihrer Ankunft an Zuhälter, die normalerweise an Busbahnhöfen auf der Suche nach potenziellen Arbeiterinnen waren. Leslie bekam sofort einen Platz auf der Straße und begann ihre Tätigkeit. 4 Tage später, als Leslie auf der Lexington Avenue stand, kam ein Mann auf sie zu und bat sie um ihre Dienste. Leslie willigte ein und sie gingen in eine Bar, um etwas zu trinken. Im Laufe des Gesprächs fühlten sie sich zueinander hingezogen und die Unterhaltung verlief locker und ungezwungen. Leslie erzählte dem Mann, dass sie mit ihrem Zuhälter nicht sehr zufrieden sei und dass er sie unfair behandele. Daraufhin bot der Mann ihr an, sie zum Busbahnhof in New Jersey zu fahren, damit sie fliehen könne. Um 3 Uhr morgens verließen sie das Lokal und machten sich auf den Weg zum Busbahnhof. Auf halbem Weg schlug der Mann ihr jedoch vor der Abfahrt noch etwas Zeit allein zu verbringen. Leslie willigte ein und sie checkten im Hotel Quality Inn ein. Im Zimmer sagte der Mann der Frau, er wolle das Auto umparken, da er es auf dem Hinterhof des Hotels stehen gelassen habe. Kurz darauf kam er mit einer Aktentasche und einer Flasche Whisky zurück. Gegen 5 Uhr morgens bot er Leslie eine Massage an und sie willigte gerne ein. Sobald sie sich mit dem Rücken zu ihm drehte, holte er ein Messer aus seiner Aktentasche und hielt es ihr an die Kehle. Gleichzeitig legte er ihr Handschellen an. Nachdem er sie vollständig bewegungsunfähig gemacht hatte, begann er sie zu foltern, indem er in eine ihrer Brüste und andere Körperteile biss. Dann vergewaltigte der Mann die Frau und fügte ihr mit dem Messer kleine Schnitte in den Rücken. Danach begann er, Leslie mit seinem Ledergürtel zu schlagen und sagte, sie sei eine Schmarotzerin und müsse für ihre Arbeit bestraft werden. Die schrecklichen Schreie, die aus ihrem Zimmer drangen, veranlassten das Hotelpersonal einzugreifen. Denn erst vor 18 Tagen war hier eine Frau ermordet worden. Sie näherten sich dem Zimmer und fragten, ob alles in Ordnung sei. Leslie öffnete die Tür und antwortete mit »Ja«. Doch bevor sie wieder schließen konnte, gelang es ihr, ein Zeichen zu geben, dass sie in Gefahr war. Daraufhin rief das Hotelpersonal sofort die Polizei. Als die Polizisten das Zimmer stürmten, war der Täter bereits geflohen und hatte seine Folterwerkzeuge mitgenommen. Er kam jedoch nicht weit, da andere Polizisten ihn im Flur stellten. Bei seiner Festnahme wurden bei ihm Handschellen, ein Lederknebel, 2 Halsbänder, ein Messer, eine Pistole und ein Vorrat an Beruhigungspillen gefunden. Auf der Polizeiwache wurde er als Richard Cottingham identifiziert, ein 36-jähriger Mann, der als angesehener Familienvater galt und eine gute Position in einer großen Krankenkasse innehatte. Richard behauptete, er habe die Frau nicht angegriffen, sondern sie für sexuelle Dienstleistungen bezahlt und sie sei freiwillig dort gewesen. Leslie jedoch konnte sich damit nicht abfinden. In ihrer Aussage beschrieb sie all die schrecklichen Dinge, die ihr widerfahren waren, wie er sie misshandelt und gefoltert hatte. Es gab jedoch einen Umstand, der sofort Alarmglocken läuten ließ. Leslie berichtete, dass Richard ihr gedroht und verlangt hatte, dass sie Tabletten nehmen solle, wie es andere Frauen getan hatten, sonst würde er sie umbringen. Angesichts all dieser Umstände wurde Richard Cottingham zum Hauptverdächtigen im Mordfall Valerie Ann Street, der sich am 4. Mai 1980 im selben Hotel ereignet hatte. Die Ermittler begannen Beweise zu sammeln und waren sehr überrascht von dem, was sie später herausfanden. Aber lassen Sie uns nichts überstürzen und zunächst einmal herausfinden, wer Richard Cottingham ist. Richard Francis Cottingham wurde am 25. November 1946 in New York geboren, wo er die ersten 12 Jahre seines Lebens verbrachte.
Dann zog seine Familie nach Rivervale, New Jersey. Sein Vater arbeitete bei einer Versicherungsgesellschaft. Seine Mutter war Hausfrau. Richard war das älteste von 3 Kindern und wuchs in einer normalen Familie auf. Seine Eltern unterstützten ihn immer und kümmerten sich um ihn, und er war nie körperlicher oder psychischer Gewalt ausgesetzt. In der Schule war er nicht besonders beliebt, da es ihm schwerfiel, mit Menschen zu kommunizieren, aber er wurde nie gemobbt oder misshandelt. 1964 schloss Richard die Highschool ab und begann im selben Jahr bei seinem Vater in der Versicherungsgesellschaft zu arbeiten. Der junge Mann bewährte sich so gut, dass er schnell eine prestigeträchtigere Stelle bei einer anderen Versicherungsgesellschaft namens Blue Cross and Blue Shield Association fand. Bis zu diesem Zeitpunkt lebte Richard in Harmonie und Stabilität. Im Jahr 1967 ereignete sich jedoch etwas, das sein Leben für immer veränderte. Das erste Opfer dieses Mannes war Nancy Foggy, eine 29-jährige verheiratete Frau und Mutter von 2 Kindern. Sie verschwand auf dem Weg zur Kirche und wurde später tot in ihrem eigenen Auto gefunden. Sie war nackt, ihre Hände waren gefesselt und ihr Körper wies Spuren von Vergewaltigung und Strangulation auf. Trotz der Bemühungen der Polizei blieben die Ermittlungen ergebnislos und viele Jahre lang blieb die Identität des Täters unbekannt. Richard fiel es leicht, dieses Verbrechen zu begehen, da er sein Opfer gut kannte und den richtigen Moment gewählt hatte. Niemand hätte ihn jemals verdächtigt, da er ein ruhiger und unauffälliger Mensch war. Im Jahr 1969 wurde er jedoch verhaftet, allerdings nicht wegen des Mordes an Nancy, sondern wegen Trunkenheit am Steuer. Er musste $50 zahlen und 10 Tage im Gefängnis verbringen. Am 3. Mai 1970 heiratete er Jeanette Winsky, die ihm 3 Kinder gebar. Das Familienleben verlief sehr ruhig und Richard war ein guter Vater. 1972 wurde er erneut wegen Ladendiebstahls in New Jersey verhaftet. Im selben Jahr wurde er wegen Gewalttaten angeklagt, jedoch wurden keine ausreichenden Beweise gefunden, sodass es nicht zu einer Verhandlung kam. 5 Jahre später beging Richard einen zweiten Mord. Am 16. Dezember 1977 um 7 Uhr morgens wurde in einem Auto, das in der Nähe des Hotels Quality Inn geparkt war, die Leiche der 26-jährigen Maureen Carr gefunden. Die Frau wies Schnittwunden an Brust und Beinen sowie Spuren von Seilen an Handgelenken und Knöcheln auf, was darauf hindeutete, dass sie gefesselt war. Außerdem war Maureens Mund mit Klebeband verschlossen und an anderen Körperteilen wurden Bissspuren gefunden. Zuletzt wurde die Frau am 15. Dezember auf dem Parkplatz einer Wohnanlage gesehen, in der Cottingham und seine Frau zuvor gewohnt hatten. Richard entführte sie, brachte sie zum Hotel Quality Inn, wo er sie brutal schlug, biss, schnitt, vergewaltigte und schließlich tötete. Nach diesem schrecklichen Mord zögerte Cottingham nicht lange. Nur wenige Monate später fand er ein neues Opfer, eine 22-jährige schwangere Frau namens Karen Shields. Am 22. März 1978 bat Karen Shield, die als Kellnerin in einem Restaurant in Manhattan arbeitete, um eine Freistellung, um ihren Freund im Krankenhaus zu besuchen. Nachdem sie ein paar Stunden mit ihm verbracht hatte, beschloss sie, sich mit Freundinnen in einer Bar zu treffen. Dort lernte sie einen Mann namens Joseph Schaefer kennen, der in Wirklichkeit Richard Cottingham war. Sie tranken etwas. Er fragte sie, ob sie jemals als Callgirl gearbeitet habe. Sie verneinte dies. Gegen 21 Uhr verließ sie den Ort. Ihr war übel und schwindelig. Der Mann bot ihr an, sie nach Hause zu fahren, und sie willigte ein. Doch sobald sie ins Auto stieg, schlief sie sofort ein. Als sie wieder zu sich kam, befand sie sich im Krankenhaus. Ein Polizist hatte sie bewusstlos auf einem Parkplatz neben einem Gully gefunden. Im Krankenhaus erfuhr Karen, dass der Mann aus der Bar ihr ein Schlafmittel gegeben und sie dann missbraucht hatte. Am 10. Oktober desselben Jahres arbeitete Susan Geiger, eine Callgirl, wie üblich in einem der ärmsten Viertel von Manhattan. Plötzlich kam ein Mann auf sie zu und bat sie um einen Gefallen. Susan teilte ihm jedoch mit, dass sie für den Rest des Abends bereits ein Zimmer gebucht habe und schlug ihm vor, seine Telefonnummer zu hinterlassen, falls er sie ein anderes Mal treffen wolle. Am nächsten Tag rief derselbe Mann sie an und lud sie zu einem Date ein. Susan willigte ein. Er stellte sich als Jim vor und erzählte ihr, dass er eine Frau und Kinder in New Jersey habe und bei einer Versicherungsgesellschaft arbeite. Der Mann kam ihr sehr nett vor, deshalb ging sie ohne zu zögern mit ihm in eine Bar und dann in ein Hotel. Wie im Fall der vorherigen Frau fühlte sich Susan unwohl und verlor das Bewusstsein. Als sie wieder zu sich kam,
stellte sie fest, dass ihr Körper voller Blut war und sie Wunden im Gesicht, an der Brust, an den Genitalien und an den Ohren hatte. Hotelangestellte fanden sie und riefen sofort die Polizei. Nachdem die Polizisten sie ins Krankenhaus gebracht hatten, untersuchten sie das Zimmer, in dem sie sich aufgehalten hatte, fanden jedoch keine Spuren. Am Sonntag, dem 2. Dezember 1979, gegen 9 Uhr morgens, alarmierten Mitarbeiter des Hotels Travel Inn in New York die örtliche Feuerwehr. Grund für den Anruf war starker Rauch in Zimmer 417, das seit dem 29. November von einem Mann namens Carl Wilson gemietet war. Als die Feuerwehrleute das Feuer gelöscht hatten, fanden sie auf 2 getrennten Betten 2 unbekleidete Frauenleichen. Einer der Feuerwehrleute versuchte, eine der Frauen wiederzubeleben, aber der Rauch war so dicht, dass er nicht sofort bemerkte, dass ihr Kopf und Arme fehlten. Als er dies bemerkte, war er entsetzt und richtete seine Aufmerksamkeit auf die andere Frau, der ebenfalls Kopf und Arme fehlten. Die Obduktion ergab, dass die Frauen brutal misshandelt worden waren und ihre Rücken mit einem scharfen Gegenstand aufgeschlitzt worden waren. Ihre Kleidung war ordentlich im Badezimmer zusammengefaltet. Außerdem fanden die Beamten nichts, was Aufschluss über diese Tragödie geben könnte. Am Tag vor der Entdeckung der Leichen waren die Frauen von Richard Cottingham angeheuert worden, der wenige Tage zuvor unter dem Namen Carl Wilson ein Hotelzimmer gemietet hatte. Er bot ihnen an, die Nacht in diesem Hotel zu verbringen, und sie willigten ein. Als sie drinnen waren, fesselte Richard sie im Rahmen eines sexuellen Spiels. Von diesem Moment an begann für die Frauen eine schreckliche Tortur. Richard folterte sie mehrere Stunden lang, und da er ihnen den Mund zugeklebt hatte, konnten sie nicht schreien. Als er seine niedrigsten Gelüste befriedigt hatte, hackte er ihnen die Hände und Köpfe ab, damit niemand sie identifizieren konnte. Dann räumte er alles auf, legte die Körperteile in einen Koffer und brachte ihn zum Auto. Danach kehrte Richard ins Hotel zurück, zündete die Matratze an und verschwand unbemerkt. Im selben Jahr bemerkte Richards Frau, dass ihr Mann viel Überstunden machte und fast nie zu Hause war. Sie fand heraus, dass er sich mit Escort-Damen traf. Als sie davon erfuhr, reichte sie die Scheidung ein und zog mit ihren 3 Kindern nach New York. Trotz der Scheidung änderte Richard seinen Lebensstil nicht. Diesmal wurde Valerie Ann Street sein Opfer, eine 19-jährige Frau, die am 30. April 1980 von Florida nach New York zog, um als Escort-Dame zu arbeiten. 4 Tage später traf ein Mann namens John Valerie auf der Madison Avenue und brachte sie zum Hotel Quality Inn in New Jersey, wo 2 Jahre zuvor die Leiche von Maureen Carr auf dem Parkplatz gefunden worden war. Am nächsten Tag, dem 5. Mai, bemerkte eine Zimmermädchen bei ihrer Arbeit einen großen, in ein Laken gewickelten Klumpen unter dem Bett. Als sie ihn wegzog, sah sie, dass es sich um eine junge Frau handelte. Valerie wurde mit Handschellen gefesselt und mit Klebeband über dem Mund gefunden. An ihrem Hals waren 2 Spuren von einem Strick zu sehen, auf ihrer Brust hatte sie Bisswunden und Platzwunden. Richard ging wie gewohnt vor, nur dieses Mal unterlief ihm ein Fehler. Er hinterließ einen Fingerabdruck auf den Handschellen. Einige Tage später, am 12. Mai desselben Jahres, wurde Pamela Weisenfeld, eine Escort-Dame in Tinton Falls, New Jersey, gefunden. Sie war schwer misshandelt worden und hatte zahlreiche Verletzungen am Körper. Im Krankenhaus teilte man ihr mit, dass sie betäubt und vergewaltigt worden war und nur dank der rechtzeitigen Auffindung überlebt hatte. 3 Tage später arbeitete die 25-jährige Marianne John Rayner auf der Straße in der Nähe des Times Square. Richard bemerkte sie, ging auf sie zu und lud sie in das Hotel Sevilla in New York ein. Nach dem Geschlechtsverkehr zog Richard ein Messer und stach mehrfach auf sie ein. Dann schnitt er ihr die Kehle durch und schnitt ihr beide Brüste ab, die er auf das Kopfende des Bettes legte. Danach zündete er das Zimmer an. Bis dahin war der Polizei nur die Fingerabdrücke und eine Personenbeschreibung des Täters bekannt. In der Zwischenzeit verging sich Richard weiterhin an wehrlosen Frauen. Sein letztes Opfer war Leslie Ann Odell. Ihre Schreie halfen der Polizei, den Täter zu verhaften. Danach sammelten sich zahlreiche Beweise gegen ihn. Der wichtigste Beweis war ein Fingerabdruck, der auf einer der Handschellen gefunden wurde, die an Valeries Leiche war. Als die Beamten begannen, die Fingerabdrücke zu vergleichen, stellten sie fest, dass sie mit denen von Richard übereinstimmten. Die Handschrift dieses Mannes stimmte ebenfalls mit der von Jim und Carl Wilson überein, Namen, die er zuvor bei der Anmeldung in Hotels verwendet hatte. Endlich wurde der Verbrecher, den die Presse als Times Square Killer bezeichnet hatte, festgenommen.
Die Behörden von New York und New Jersey stellten Informationen über die Vorgehensweise des Täters und seine Merkmale zur Verfügung. So konnte festgestellt werden, dass er an mindestens 6 Morden beteiligt war. Nachdem die Polizei den Hauptverdächtigen festgenommen hatte, erhielten sie die Erlaubnis, seine Wohnung zu durchsuchen. Bei der Durchsuchung wurde im Keller ein Geheimraum entdeckt, in dem er die Gegenstände aufbewahrte, die er seinen Opfern geraubt hatte. Kleidung, Schmuck und persönliche Gegenstände. Diese Funde ermöglichten es, ihn mit den begangenen Verbrechen in Verbindung zu bringen. Zu aller Überraschung leugnete er jedoch seine Schuld. Er behauptete, dass alle gefundenen Gegenstände und der Fingerabdruck auf den Handschellen von der Polizei platziert worden seien, um ihn zu belasten, und dass er nichts damit zu tun habe. 1982 begann der Prozess gegen Richard. Im Laufe des Verfahrens machte er ein schockierendes Geständnis. Seit seiner frühen Kindheit war Richard von der Idee der Sklaverei besessen, da er seit seiner Kindheit Erwachsenenmagazine las, in denen die offensten Praktiken, einschließlich Sklaverei, beschrieben wurden. Diese Materialien hinterließen tiefe Spuren in seinem Bewusstsein, und als Erwachsener beschloss er, seine Fantasien in die Realität umzusetzen. Alle in seiner Wohnung gefundenen Gegenstände, einschließlich der Fingerabdrücke auf den Handschellen, wurden vor Gericht vorgelegt. Außerdem wurden die Aussagen der überlebenden Frauen gehört, die ihn eindeutig als ihren Angreifer identifizierten. Wenige Stunden nach Beginn des Prozesses wurde er wegen 6 Morden in New York und New Jersey zu 200 Jahren Haft verurteilt. Fast 30 Jahre später entschloss sich Richard unter dem Druck der Ermittler, weitere Morde zu gestehen. Damit stieg die Zahl der bekannten Opfer auf 18, obwohl er behauptet, dass es in Wirklichkeit viel mehr sein könnten, etwa 100. Der Zeitraum von 1970 bis 2000 wird oft als goldenes Zeitalter der Serienmörder bezeichnet. In diesen 3 Jahrzehnten wurden mehr als 80% aller Verbrechen von Serienmördern begangen. Zu dieser Zeit waren berüchtigte Persönlichkeiten wie Charles Manson, Zodiac, Ted Bundy und andere aktiv. Unter ihnen war auch Fritz Honka. Seine schrecklichen Verbrechen wurden am 15. Juli 1975 bekannt, als in dem Mehrfamilienhaus, in dem er lebte, ein Feuer ausbrach. Während der Löscharbeiten rochen die Feuerwehrleute einen unerträglichen Geruch, der aus der ausgebrannten Wohnung im 3. Stock kam. Als sie nach Opfern suchten, fiel ihnen ein Sack zu Füßen. Der Inhalt enthüllte ein dunkles Geheimnis, das jahrelang verborgen geblieben war. In der Wohnung wurden menschliche Überreste gefunden, die offenbar versteckt und mit Geruchsneutralisatoren behandelt worden waren. Der Besitzer dieser Wohnung war Fritz Honka, der auf den ersten Blick wie ein ruhiger junger Mann mit Schielen wirkte. Das war jedoch nur sein Äußeres, hinter dem sich ein wahres Monster verbarg, das später den Spitznamen Mörder mit dem goldenen Handschuh erhielt. Lassen Sie uns nun ein wenig über Fritz Honka sprechen, um herauszufinden, wer er war und welche Ereignisse ihn dazu gebracht haben, ein brutaler Mörder zu werden. Friedrich Paul Honka, besser bekannt als Fritz Honka, wurde 1935 in Leipzig geboren. Er war das 3. von 10 Kindern einer kinderreichen Familie. Sein Vater arbeitete als Tischler, seine Mutter als Putzfrau. Obwohl beide Elternteile arbeiteten, reichte das Geld für den Unterhalt so vieler Kinder nicht aus. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs verschlechterte sich die Lage. Die Nachbarn, die von den kommunistischen Ansichten des Vaters wussten, kritisierten ihn ohne zu zögern und zeigten mit dem Finger auf ihn. Die Repressionen des Regimes verschärften sich, und schließlich wurden beide, der Familienvater und der kleine Fritz, von den Nazis verhaftet und in ein Konzentrationslager deportiert, wo sie Zeugen und Opfer der Schrecken des Holocaust wurden. Nach einiger Zeit wurden beide aus dem Konzentrationslager befreit. Die Rückkehr in ein normales Leben war jedoch nicht leicht, insbesondere für Fritz' Vater, der begann, Alkohol zu trinken. Diese Sucht und die Folgen der Haft ließen ihn nicht wieder zu Kräften kommen, und 1946 verstarb er. Da seine Mutter nicht für 10 Kinder sorgen konnte, wurde Fritz in ein Kinderheim geschickt, wo er den größten Teil seiner Jugend verbrachte. Auch wenn dieser Ort kein Konzentrationslager war, bekam er nicht genug Fürsorge und fand niemanden, der ihm diese geben konnte. Als Fritz 15 Jahre alt wurde, begann er als Maurer zu arbeiten. Er widmete sich ganz seiner Arbeit, aber das Geld reichte kaum zum Essen. Irgendwann beschloss er, nach Brock zu ziehen, wo er versuchte, seinen Lebensunterhalt auf verschiedenen Bauernhöfen zu verdienen. Nach einiger Zeit lernte Fritz ein Mädchen namens Margot kennen, mit der er eine Liebesbeziehung begann.
Bald wurde sie schwanger, und Fritz stand vor der Wahl, entweder zu bleiben und Margot 3000 deutsche Mark Unterhalt zu zahlen oder zu fliehen. Fritz entschied sich für die zweite Option. 1956, als Fritz 25 Jahre alt war, kehrte er nach Hamburg zurück und fand eine Arbeit in einer Werft. In dieser Zeit schien er endlich Stabilität in seinem Leben gefunden zu haben. Doch Ende desselben Jahres änderte sich sein Leben schlagartig. Er hatte einen schweren Autounfall, der ihn fast das Leben kostete. Bei dem Unfall erlitt er schwere Verletzungen. Mehrere Zähne waren gebrochen, seine Nase war stark beschädigt und seine Augen begannen zu schielen. Die Folgen dieses Unfalls hatten erhebliche Auswirkungen auf seine körperliche Verfassung und sein Selbstwertgefühl. Er fühlte sich deprimiert und gebrochen. Seine Persönlichkeit war stark verzerrt und seine Verzweiflung wuchs von Tag zu Tag. Fritz glaubte, dass sich alle wegen seines Aussehens von ihm abwenden würden und dass niemand mit ihm ausgehen wolle. Er irrte sich jedoch, denn kurz darauf lernte er eine Frau namens Inga kennen. 1957 heirateten sie und bekamen einen Sohn. Fritz hatte das Gefühl, endlich den richtigen Weg im Leben gefunden zu haben, nicht nur weil er Stabilität erreicht hatte, sondern auch weil er eine echte Familie gegründet hatte. Was jedoch als kleiner familiärer Streit begann, entwickelte sich mit der Zeit zu ständigen Auseinandersetzungen, die von Schreien und Schlägen begleitet waren. Nach mehreren Gewalttaten, die sich vor den Augen der Nachbarn ereigneten, beschlossen sie 1967, sich scheiden zu lassen. Die endgültige Trennung von Inga zwang Fritz, an den Stadtrand von Hamburg zu ziehen, wo er sich in einer kleinen, etwa 20 Quadratmeter großen Wohnung niederließ. Einige Monate lang lebte er mit einer Frau namens Irmgard zusammen. Diese zeigte ihn jedoch wegen versuchter Vergewaltigung an. Sie gab an, Honka habe sie um einige seltsame Dinge im Intimbereich gebeten, und als sie sich weigerte, habe er versucht, sie dazu zu zwingen. Fritz versuchte sein Verhalten damit zu erklären, dass er an diesem Tag betrunken gewesen sei. Trotz seiner Rechtfertigungen verurteilte das Gericht ihn zu einer Geldstrafe von 6000 deutschen Mark. Seitdem begann der kleine, schüchterne und unsichere Mann, der wegen seines Aussehens von Frauen gehänselt wurde, Alkohol zu missbrauchen, um seine alltäglichen Probleme zu bewältigen. Und genau diese Sucht wurde ihm schließlich zum Verhängnis. Er kam oft betrunken zur Arbeit, was zu seiner Entlassung führte. Zur gleichen Zeit begann er, Frauen zu hassen, die ihm begegneten. Da er sich zu einer festen Beziehung unfähig fühlte, besuchte Fritz häufig die Reeperbahn, das Rotlichtviertel von Hamburg. Er suchte nach einer Möglichkeit, die Gesellschaft von Frauen zu genießen, auch wenn er dafür bezahlen musste. Fritz kam in einem dunklen Anzug und einer Mütze in dieses Viertel und besuchte Bars wie die Goldene Handschuh, wo er immer nach einem bestimmten Typ Frau Ausschau hielt. Seine Wahl fiel auf zierliche Frauen, da er selbst nur 1,68 Meter groß war. Außerdem bevorzugte er Frauen ohne Zähne, weil er Angst hatte, dass sie ihn beim Sex verletzen könnten. Alles war bereit für Fritz Honka, seine blutige Karriere zu beginnen. Dies geschah im Dezember 1970, als die 42-jährige Gertrud Brauer zu ihm in seine Wohnung kam, um mit ihm intim zu werden. Beide waren betrunken, und Fritz bat sie wiederholt, einen Dreier zu machen. Gertrud weigerte sich, aber er hörte nicht auf sie. Als Fritz ihr vorschlug, nur zu zweit Geschlechtsverkehr zu haben, lehnte sie erneut ab. Das war der letzte Tropfen. Er begann sie anzugreifen und zu misshandeln. Schließlich erwürgte er sie mit einem Vorhang. Danach zerteilte er ihre Leiche in Stücke und verstreute die Überreste in verschiedenen Teilen der Gegend. Etwa ein Jahr später, am 2. November 1971, wurden auf einem Brachgelände in der Nähe von Gertruds Haus ihr abgetrennter Kopf und andere Körperteile gefunden. Obwohl die Polizei die Überreste fand, konnte sie den Mörder nicht identifizieren und auch nicht herausfinden, wo sich der Torso der Frau befand. Nach seinem ersten Mord stellte Fritz seine kriminellen Aktivitäten für einige Zeit ein, aus Angst verhaftet zu werden. Im Sommer 1974 änderte sich jedoch etwas in ihm und er kehrte zu seinen Verbrechen zurück. Diesmal mit besonderer Grausamkeit. Fritz tötete 3 Frauen in nur 5 Monaten. Alle stammten aus dem Rotlichtviertel von Hamburg. Sein nächstes Opfer war Anna Buschel, eine 54-jährige Frau, die er im August 1974 in derselben Bar kennengelernt hatte wie Gertrud. Nachdem sie den Preis für intime Zärtlichkeiten vereinbart hatten, folgte Anna ihm ohne Angst in seine Wohnung. Als der Mann merkte, dass er mit der Frau keinen Sex haben konnte,
bat er sie um eine andere Art der Intimität. Anna lachte jedoch nur. Diese Verhöhnung brachte Fritz in Rage und er erwürgte sie. Nachdem er die Tat begangen hatte, zerstückelte er sie. Diesmal verstreute er die Überreste nicht in der Umgebung, sondern versteckte sie auf dem Dachboden seiner Wohnung, wo bereits der Torso seines ersten Opfers lag. 4 Monate später, im Dezember desselben Jahres, wiederholte Fritz seine schreckliche Tat mit der 57-jährigen Frieda Robli. Er brachte sie zu sich nach Hause, wo er sie auf die gleiche Weise ermordete. Auch ihre Überreste wurden auf dem Dachboden versteckt. Einen Monat später, im Januar 1975, ereilte die 52-jährige Ruth Schult das gleiche Schicksal wie die beiden vorherigen Frauen. Ihre Überreste wurden ebenfalls zusammen mit den anderen Opfern auf einen Haufen geworfen und mit Geruchsneutralisatoren behandelt. In den folgenden Monaten trank Fritz große Mengen Alkohol, um seine Schuldgefühle zu betäuben und den starken Verwesungsgeruch zu überdecken. Er kaufte mehrere Flaschen Parfüm und romantische Steine, die er in der ganzen Wohnung verteilte. Trotz seiner Versuche, den Gestank zu verbergen, begannen die Nachbarn sich zu beschweren und wandten sich sogar an die Polizei, da die Luft im Gebäude unerträglich geworden war. Ihre Beschwerden blieben jedoch ohne Folgen, da die Polizei nicht nachforschte, woher der Geruch kam und keinen Verdacht auf etwas Ernstes schöpfte. Stattdessen erklärten sie den Gestank mit Problemen an der Wasserleitung und Gewürzen, die ihrer Meinung nach zum Kochen verwendet wurden. Um die schreckliche Wahrheit aufzudecken, bedurfte es eines Brandes in dem Stockwerk des Gebäudes, in dem Fritz wohnte. Am 17. Juli 1975 rückte eine Gruppe von Feuerwehrleuten zu dem Gebäude aus, ohne zu ahnen, was sie dort erwarten würde. Diese Entdeckung wurde später als Hamburger Horrorhaus bekannt. Im 2. Stock des Gebäudes wohnte ein norwegischer Wahnsinniger, der bei Kerzenschein eingeschlafen war, als der Strom ausfiel. In diesem Moment brach ein Feuer aus, das das Dach erfasste und dann auf den 3. Stock und den Dachboden übergriff, wo Friedrich Honka wohnte. Während der Löscharbeiten durchsuchten die Feuerwehrleute jedes Stockwerk sorgfältig nach möglichen Opfern. Als sie jedoch den Dachboden von Fritz erreichten, stürzte das Dach ein und ein Sack fiel auf sie. Als sie ihn öffneten, entdeckten sie zu ihrem Entsetzen menschliche Überreste. Sie durchsuchten die Wohnung gründlich nach weiteren möglichen Opfern, fanden jedoch niemanden. Nach dieser schockierenden Entdeckung meldeten die Feuerwehrleute ihren Fund sofort den Behörden. Nachdem das Feuer gelöscht war, begann die Polizei mit der Durchsuchung von Fritz' Wohnung. Dabei fanden sie zahlreiche Gegenstände: Damenbekleidung und Schuhe, freizügige Darstellungen von Frauen und Männern, Poster mit nackten Models, mehrere Puppen sowie zahlreiche Flaschen mit alkoholischen Getränken. Als Fritz Honka auftauchte und die Treppe zum Gebäude hinaufstieg, wurde er festgenommen und zur Vernehmung auf die Polizeiwache gebracht. Währenddessen riss die Feuerwehr die Dielen heraus und riss Wände ein, um zu überprüfen, ob noch andere Menschen in der Feuerfalle gefangen waren. Als sie den Dachboden erreichten, fanden sie Säcke mit menschlichen Überresten. Nachdem sie jedes einzelne Teil gezählt hatten, stellte sich heraus, dass es insgesamt 4 Opfer gab. Nach 60 Stunden Verhör gestand der Mann schließlich seine Verbrechen. Fritz Honka erzählte der Polizei, dass er 3 Frauen in seiner Wohnung getötet habe, sich aber nicht genau daran erinnern könne. Er gab zu, dass er sie in Stücke geschnitten und in mehrere Säcke gesteckt habe, um den Geruch zu überdecken und die Lagerung auf dem Dachboden zu erleichtern. Nach der Untersuchung der Überreste kamen die Gerichtsmediziner zu dem Schluss, dass in den Säcken abgetrennte Beine auf Höhe des Oberschenkels, Arme, Rümpfe sowie Hautfragmente, Brüste, Nasen und Zungen gefunden wurden. Darüber hinaus gab Fritz alle möglichen Details über die Opfer preis, ihre Namen, Daten und den Grund für jede Tat. Durch den Abgleich dieser Daten stellten die Ermittler fest, dass niemand die Frauen als vermisst gemeldet hatte, da sie alle im Rotlichtviertel gearbeitet hatten. Der Fall löste heftige Diskussionen unter den Einwohnern Hamburgs aus. Die Presse reagierte schnell auf die Ereignisse und die wichtigsten Zeitungen veröffentlichten eine detaillierte Beschreibung der grausamen Taten von Fritz. Einige Zeitungen behaupteten auch, dass der Mörder von Puppen und expliziten Bildern umgeben lebte. Am Tag nach seiner Verhaftung sagte seine Ex-Frau, sie sei nicht überrascht, da sie ihn immer für zu allem fähig gehalten habe. Bei den anschließenden Ermittlungen wurden Gartenhandschuhe, ein Hammer und eine Säge gefunden. Diese Gegenstände wurden zum Zerstückeln der Opfer verwendet. Fast ein Jahr nach dieser schrecklichen Entdeckung stand der Mann vor Gericht. Während der Verhandlung stellten Gerichtspsychologen fest,
dass Fritz Honka unter dem Einfluss großer Mengen Alkohol aggressiv war und seine Aggressionen gegen wehrlose Frauen richtete. Außerdem wurde festgestellt, dass er das Bedürfnis hatte, sich als dominanter Mann zu fühlen und sich sogar als höheres Wesen sah, das über Leben und Tod entschied. Trotz der gesammelten Beweise und seiner eigenen Geständnisse behauptete Fritz vor Gericht, unschuldig zu sein. Honkas Anwalt bestand darauf, dass sein Mandant für unzurechnungsfähig erklärt werden müsse, und zwar nicht nur, weil er zum Zeitpunkt der Tat betrunken war. Er behauptete, Honka habe ein starkes Gefühl der Kränkung gehabt und sei von Frauen provoziert worden, weshalb eine Anklage wegen Mordes nur unter außergewöhnlichen Umständen erhoben werden könne. Der Anwalt betonte, dass sein Mandant ein schweres Leben hinter sich habe und psychisch labil sei. Aus diesem Grund schlug er vor, Honka in eine psychiatrische Klinik einzuweisen. So konnte Fritz, der unter starkem Alkoholmissbrauch litt, zum ersten Mal in seinem Leben einen Vorteil daraus ziehen. Dank der Bemühungen der Anwälte verurteilte das Gericht ihn zu 15 Jahren Haft und betonte, dass alle Straftaten in einem Zustand verminderter Zurechnungsfähigkeit begangen worden seien. Das bedeutete, dass der Mörder nicht in eine Strafanstalt, sondern in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden musste. Auf die Frage, warum er diese Frauen getötet habe, antwortete Fritz, dass sie ihn ausgelacht hätten und dass Jack the Ripper zu ihm gesprochen und ihm befohlen habe, diese Taten zu begehen. Nachdem er einen Teil seiner Strafe in der Klinik verbüßt hatte, wurde Fritz Honka 1993 vorzeitig auf Bewährung entlassen und 1996 offiziell aus der Haft entlassen. Danach zog er in ein Altenheim und nahm den Decknamen Peter Jensen an, damit niemand etwas über seine Vergangenheit erfuhr. Dort fühlte sich Fritz jedoch sehr unsicher und hatte ständig das Gefühl, verfolgt zu werden. Deshalb musste er in die psychiatrische Klinik zurückkehren. Am 19. Oktober 1998 starb Fritz im Alter von 63 Jahren an einem Herzinfarkt. Bis zu seinem Tod klagte er über einen unerträglichen Verwesungsgeruch, der sein Zimmer erfüllte, als würde er noch immer in dieser winzigen, düsteren Hamburger Wohnung leben. Der Fall Fritz Honka blieb den Menschen noch lange nach seinem Tod in Erinnerung. Bis heute fragen sich viele, wie seine schrecklichen Verbrechen so lange unbemerkt bleiben konnten. Seine Geschichte schockierte und erschreckte die Hamburger über viele Jahre hinweg, die ihm den Spitznamen Goldhandschuhmörder gaben, nach dem Ort, an dem er seine Opfer auswählte. Im Jahr 2019 wurde der Name Fritz Honka durch den Film Die goldene Handschuh wieder bekannt, der die ganze Brutalität seiner Verbrechen aus jenen Jahren aufdeckte. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.